Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Ikuma Games. Es geht weiter mit Produkten, die euer VR-Leben besser machen. Aber nicht nur VR in diesem Fall. Ich zeige euch heute den Soundcore von Anker, den VR-P10 Made for Meta. Also diese Kopfhörer hier sind gemacht für die Quest 2 in Mind. Und das macht aber nichts. Dieses Ding funktioniert für alles Mögliche. Was ist das Besondere an diesen Dingern hier? Die sind mit einem extra Transmitter. Ihr habt das Problem nämlich bei der Quest 2, aber auch bei der Pico 4, dass ihr, ja, wenn ihr Sachen per Bluetooth anschließt, eine gewisse Latenz habt, weil da irgendein gewisser Bluetooth-Standard nicht erfüllt wird. Und das Ganze hier wird behoben mit diesem kleinen Gerät. Das sind ganz normale In-Ear-Kopfhörer. Ich nehme die mal für euch raus. Ganz normale, gewöhnliche In-Ear-Kopfhörer. Das Design ist natürlich Geschmackssache. Warum müssen die hier so pink sein? Wie gesagt, wahrscheinlich hier die Quest 2 im Kopf dabei gehabt, wo das Verpackungsdesign so ein bisschen daran anmutet, aber ansonsten stinknormale Bluetooth-Kopfhörer. Sieht gut aus. Kleiner Indikator, dass die Batterie da ist. Ich weiß nicht, ob diese Batterieindikatoren tatsächlich zeigen, wie voll das Ganze ist. Ich habe es noch nie aufgeladen, schon ein paar Mal benutzt. Hält also gut was aus. Ich nenne euch nachher mal die Spezifikationen zu dem Ganzen. Und wichtig ist der kleine Boy hier. So, das ist nämlich ein Transmitter, den hole ich mal für euch raus. So, das ist ein kleiner USB-C-Transmitter und der hat hier noch zusätzlich einen USB-Stecker, damit ihr eure Pico 4 oder Quest 2 oder wie auch immer weiterhin laden könnt. Ja? Und das funktioniert folgendermaßen. Ich habe hier zum Beispiel meine Pico 4, ja, so wie ich sie benutze mit meinem Bobo VR Strap, habt ihr gehört oder gesehen, es gibt ein paar Leaks zu einem neuen Pico 4 Bobo VR Produkt. Das will ich auf jeden Fall testen. Ich bin schon gespannt. Da wird das hier ausgetauscht, dieses Polster hinten, damit ihr hier so ein Extrafach habt, weil hier seht ihr das B2 Akku-Dingsbums wabbert hier so hin und her. Ist nicht optimal. Also, wenn ihr mein Video dazu gesehen habt, noch nicht kaufen, abwarten. Da kommt noch was. So, zurück zum eigentlichen Produkt. Wir haben hier das Bobo VR B2, also diesen Akku hier. Und der wird hier vorne an der Quest natürlich an der Pico 4 angeschlossen. Hier können wir das Ganze lösen. Und dann seht ihr das hier. Kann ich das Ganze anschließen. Ich mache das mal vorher. Seht ihr jetzt nicht live, aber ihr wisst ja, wie so ein Stecker funktioniert, ne? Ihr seid ja nicht blöd. Und das Ganze kommt dann hier an die Pico. Das funktioniert schon richtig gut. Also dann habt ihr eure Pico 4 angeschlossen mit diesen VR-Kopfhörern. Ja? Aber das Tolle ist, ihr könnt die Dinge auch an eurem Steam Deck nutzen, habe ich schon gemacht. An eurem PC, wenn ihr die Pico 4 als PC-VR-Headset nutzt und ihr auch da so eine gewisse Latenz merkt oder wie auch immer. Oder per Kabel. Ihr habt das Kabel zum Beispiel. Funktioniert ja nicht, wenn ihr hier dieses Kabel hier hinterlässt, also lässt nur Strom durch, keine Daten. Das heißt, wenn ihr hier das Ding benutzt, könnt ihr PC-VR nicht nutzen. Also doch könnt ihr mit Virtual Desktop, aber nicht per Kabel. Ja? Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, werdet ihr sehen, es gibt da jetzt auch Möglichkeiten per USB-Kabel die Pico 4 zu nutzen oder wieder zu nutzen quasi. Aber ihr könnt das Ganze, diesen Transmitter einfach direkt am PC anschließen mit einem Adapter wie diesen hier. Ganz normaler USB-C-Adapter, da könnt ihr den anstecken und dann könnt ihr das auch am PC nutzen. Am Steam Deck habt ihr direkt USB-C. An der PlayStation 5 könnt ihr das auch benutzen. Das bedeutet, das Ding ist quasi auch schon PlayStation VR 2 ready, ja. Ihr könnt das Ganze einfach an eure PlayStation 5
stecken und diese schönen kleinen Kopfhörer hier nutzen. Für 80 Euro, also die Dinger kosten 99 Euro, aber mit einem 20 Euro Rabatt, der eigentlich schon immer da war. Ich weiß nicht, wenn sie es teurer machen würden, wäre das ja natürlich schon ein bisschen schade, aber für 80 Euro kann man das mal machen. Cool ist auch, ihr könnt die Kopfhörer ohne den Transmitter mit eurem Handy per Bluetooth verbinden und dann habt ihr ganz normale Kopfhörer. Haben jetzt kein Kram wie Noise Cancelling oder ähnliches und sind natürlich weiterhin in ihr Kopfhörer. Muss man natürlich mögen, aber das funktioniert echt gut. Ich nutze sie zum Sport machen und so weiter. Mir ist natürlich aufgefallen, wenn ihr irgendwie Content Creator seid und ihr habt dann In-Ears drinne und wollt dann reden mit eurer Community, dann ist das sehr störend. Also wenn ihr komplett isoliert seid durch In-Ears, dann neigt man dazu, lauter zu reden und es kommt einem total unnatürlich vor. Also ich mag es nicht. Aber wenn ich alleine spiele, ist das total cool. Rein damit und los geht's. Ja? Das ist ganz cool. Und wenn ihr Probleme habt mit dem Output, ich glaube, das sollte eigentlich nicht passieren, aber ich musste mich damit schon ein bisschen beschäftigen. Wenn ihr das Ganze anschließt, hat mir Anker Soundcore versichert, dass euer internes Mikrofon benutzt wird. Aber es kann natürlich sein, dass es mal Probleme gibt oder sich das durch ein Firmware-Update, wie so auch immer, verändert. Dann müsst ihr den Mikrofoneingang verändern. Ihr habt ja quasi dann zwei Quellen, nämlich die Mikrofone dieser Kopfhörer hier und das interne Mikrofon der Pico 4. Das interne Mikrofon der Pico 4 ist weitaus besser. Das interne Mikrofon der Kopfhörer könnt ihr vergessen, braucht ihr nicht verwenden. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt hier aus der Brille heraus. So, und ich habe jetzt die Kopfhörer in meinen Ohren und damit wir das Ganze auch nutzen können und aber weiterhin das gute Mikrofon-Sound benutzen können, müssen wir die Soundquelle ändern. Dafür brauchen wir Folgendes: Wir brauchen eine App. Leider, wenn ihr die Kopfhörer anschließt, möchten die Kopfhörer die internen Mikrofone nutzen, die die Kopfhörer verbaut haben. Die sind aber relativ schlecht, das zeige ich euch gleich. Hier habe ich eine App gefunden, mit der ihr das ganz einfach ändern könnt. Die heißt Lesser Audio Switch. Das ist eine APK, könnt ihr sideloaden oder direkt im Browser vom Pico suchen. Einfach die APK Lesser Audio Switch in der Free-Version. Also Werbung ist sie jetzt nicht, aber könnt ihr nur ein paar Features benutzen. Ihr könnt zum Beispiel nicht den Automodus und so weiter benutzen. Aber ihr könnt trotzdem noch das benutzen, was ihr möchtet. Ihr merkt ja, meine Mikrofonqualität ist hoffentlich ganz gut. Ich nutze die Pico 4 direkt, habe aber die Kopfhörer als Output. Ja, sieht man hier USB DAC. Das sind die Kopfhörer jetzt. Und mein Input ist internal. Und wenn wir die rausnehmen, ich zeige euch das mal. Ich nehme die Kopfhörer jetzt per USB-C raus. Jetzt hat er wieder meine Speaker aktiviert. Und wenn ich die jetzt wieder reinmache, Achtung, nicht erschrecken, meine Soundqualität wird jetzt deutlich schlechter. Boom. Jetzt solltet ihr die Anker Mikrofone hören, denn das Input ist wieder auf USB geschaltet. Wenn ihr eine bessere Lösung findet als diese App, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Diese App hier ist einfach, weil ihr könnt jetzt, wir haben hier USB DAC, können wir jetzt ganz einfach hier das Mikrofon-Symbol wählen und dann hier einfach Internal Microphone auswählen, dann drücken und er sollte hier, ne, macht er nicht. Ich glaube, ich habe das Mikrofon hier geändert, dann kann ich das hier einfach aus. Ja, jetzt hat er das Input Internal, Output USB DAC. Ich habe es jetzt noch nicht hinbekommen, aber jetzt auch noch nicht so lange daran rumgewerkelt, dass er das vielleicht automatisch macht. Ne? Es gibt hier einen Auto-Mode, hier Auto-Switch und so weiter. Dafür braucht man aber die Pro-Version und da haben Leute nicht so gute Erfahrungen gemacht, würde ich euch jetzt erstmal nicht raten. Wer es gern ausprobieren möchte oder die App vielleicht sogar schon hat und da das Ganze testen kann, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen, wie das Ganze hier funktioniert. Aber ansonsten funktioniert das so ganz gut. Ich klicke hier einfach auf USB DAC
und habe dann hier die Einstellung USB, DAC und Internal. Also funktioniert so erstmal für mich ganz gut. Dann packen wir das einfach weg. Ich glaube, wir können es auch einfach schließen. Die Einstellungen sind jetzt hier in Android übernommen. So, und das war mein Review, meine Vorstellung zu den Soundcore bei Anker VR P10, 10P, ey, come on, ey, diese ganzen Begrifflichkeiten, ich flipp aus, das ist doch nicht mehr normal. Warum heißen die 10P, P10, VR Edition, Made for Meta? Alter, das sind einfach Kopfhörer mit einem Transmitter, die funktionieren für alles Mögliche. Finde ich echt albern. Also, gut, Rant beiseite. Super Kopfhörer kann man super benutzen. Eben, na gut, das Verschulden hat Pico hier in dem Fall oder die Meta Quest 2 auch, dass ja der Bluetooth-Standard einfach nicht hoch genug ist, dass wir latenzfreie Bluetooth-Verbindung haben. Aber was soll's, ich finde das super, dass es hier beides kann. Und wenn ihr kein Problem mit In-Ears habt, ist das quasi ja, die beste Möglichkeit, die ihr zurzeit habt, um wirklich latenzfreien, super Sound zu haben mit eurem VR-Headset. Aber wie gesagt, eben auch mit eurem Steam Deck oder eurer PS5, PSVR 2 oder direkt am PC oder eure Switch, habe ich gar nicht erwähnt, oder eurem Handy. Also das funktioniert echt mit allem. Also kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, Unten habt ihr den Link, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Ist ein Affiliate-Link. Nicht vergessen, dann könnt ihr hier meinen Kanal unterstützen, aber euch kommen keine extra Kosten auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liked diesen Kanal und abonniert ihn und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.